Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe heute einfach mal ein Stangentraining vorbereitet und werde es kommentieren. Ich habe von anderen solche Videos gesehen und wollte das auch mal ausprobieren. Und da habe ich mich schon mal im Schritt aufgewärmt. Und inzwischen ist mir das Aufwärmen schon wichtig, weil ich mich dann nicht so schnell verletze. Und ich bin Thiago geritten und mit Kandare, weil er dann einfach besser mitläuft und mehr auf meine Hilfen reagiert. Und hier bin ich dann auch schon getrabt und habe so ein paar Zirkel gemacht und Bahnfiguren. Hier habe ich dann den versteckten Trab nochmal geübt und dann bin ich hier schon mal die ersten Stangen geritten. Hier vorne war der Abstand etwas zu klein und später wollte ich die größer machen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Und hier bin ich dann nochmal ein paar Runden galoppiert, einen Zirkel auf beiden Galoppseiten und noch einen Galoppwechsel. Und hier habe ich dann die Stangen größer verstellt auf meine Länge, so dass es halt passt. Und hier habe ich dann auch schon mit dem Parcours angefangen. Im Schritt über die ersten 4 Stangen, dann im Trab über die schrägen 6 Stangen und am Schluss im Galopp über die restlichen 4 Stangen. Und der Parcours war eigentlich ganz einfach zum Aufwärmen. Und hier habe ich dann den Parcours nochmal halb wiederholt, weil die Trabstangen habe ich dann hier nochmal wiederholt. Und hier bin ich dann einen Schritt gegangen, um ein bisschen zu verschnauben und habe auch ein paar Stangen mitgenommen. Da habe ich so Stöcke hingetan, die einen etwas kleineren Abschnitt haben für später für die Passage, aber da bin ich jetzt auch einen Schritt drüber gegangen. Und dann habe ich den ganzen Parcours nochmal im Trab gemacht. Da habe ich dann die Passage geübt mit den Stöckern und ich war auch etwas zu schnell. Und dort habe ich dann noch den versteckten Trab geübt. Und hier habe ich dann nochmal die Passage gemacht und habe versucht, etwas langsamer zu sein. Den ganzen Parcours habe ich dann auch noch mal im Galopp gemacht und habe auch Galoppwechsel eingebaut. Halt 2 Galoppschritte, dann Galoppwechsel, dann wieder 2 Galoppschritte. Und hier habe ich dann die Piaffe geübt, aber ich war etwas zu schnell. Und das habe ich dann wiederholt. Und hier am Schluss bin ich dann auf das richtige Tempo gekommen. Hier bin ich dann Schritt gegangen, weil ich nicht so viel Ausdauer habe und ich einmal wieder kurz verschnauben wollte. Und ich habe den Parcours dann auch noch umgebaut. Den Parcours sehen wir hier, also zuerst 4 Schrittstangen. Dann musste man um so einen Kegel reiten. Aber ich habe statt einem Kegel einfach 3 Stangen genommen und sie zu einem Dreieck geformt und dann drum geritten. Danach kamen wieder 3 Schrittstangen oder Trabstangen. Und hier am Schluss kamen nochmal Stangen mit 2 Schritten Abstand, damit ich den verlängerten Trab machen kann. Hier bin ich dann getrabt und habe versucht, möglichst eng um den Kegel rumzureiten. Hier habe ich dann den versteckten Trab nochmal geübt. Und den Parcours habe ich dann nochmal wiederholt, um wieder Kleinigkeiten zu verbessern.
Und hier kam dann wieder der verstärkte Trab. Den Parcours habe ich dann auch nochmal im Galopp gemacht und habe versucht, um den Kegel möglichst klein rumzureiten. Und bei den 3 hinteren Stangen habe ich dann auch noch einen Galoppwechsel mit eingebaut. Und hier bei den verlängerten Stangen habe ich nochmal große Galoppschritte geübt. Und das habe ich dann auch nochmal wiederholt. Und da habe ich versucht, möglichst große Galoppschritte zu machen und schneller zu werden. Dann bin ich im Schritt gegangen, um ein bisschen zu verschnauben. Dann habe ich den Parcours einmal noch umgebaut, das Sektglas oder so eine Übung. Und ja, das ist sozusagen der Parcours, den habe ich zuerst im Schritt gemacht. Und falls ihr einfach noch Verbesserungsvorschläge oder Tipps habt, was man noch trainieren könnte oder was ich verbessern kann, könnt ihr es auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Da musste ich ein bisschen treiben, weil der Abstand sehr groß war von den 2 Stangen. Und falls ihr euch wundert, warum da ein Hindernis steht, ich habe gedacht, das Hindernis kann ich vielleicht noch mit einbauen. Und das war sozusagen der ganze Parcours. Den Parcours habe ich dann auch nochmal im Trab gemacht. Den ganzen Parcours habe ich dann nochmal wiederholt im Trab. Den Parcours habe ich danach jetzt auch noch mal im Galopp gemacht und habe auch Galoppwechsel eingebaut. Und zwischen den ganzen Parcours bin ich natürlich auch Schritt gegangen. So viel Ausdauer habe ich nicht, dass ich das alles hintereinander machen kann. Hier habe ich dann auch noch das Hindernis mitgenommen. Und jetzt zum Schluss bin ich dann auch nochmal das Hindernis geritten. Falls euch so eine Art Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder es in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch andere Videowünsche habt, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben. Und hier habe ich Thiago dann abgetrennt und ihn in den Stall gebracht. Bis zum nächsten Video. Ciao!